Die folgende Etappe erstreckt sich von Kom Ombo zum südlichen Umkehrpunkt, dem in der Nähe der großen Staudämme gelegenen Assuan, wo wir angesichts der zahlreichen Sehenswürdigkeiten nahezu 2 Tage anlegen. Um möglichst frühzeitig in Assuan anzukommen, hat das Schiff bereits nachts Kom Ombo verlassen, so dass wir schon bei Tagesbeginn einen neugierigen Blick aus unserer Kabine auf die von den ersten Sonnenstrahlen beleuchtete Landschaft werfen. Bereits gegen 7 Uhr macht das Schiff in Assuan fest, so dass weiteren Unternehmungen nichts mehr im Wege steht. Ein erster Besuch gilt den altägyptischen Steinbrüchen, die sich etwa 1 Kilometer südöstlich des Nils befinden. Nach einer kurzen Busfahrt erreichen wir das weitläufige Gelände, dessen rote Granitvorkommen als bevorzugtes Material zum Bau von Pyramiden, Sarkophagkammern, Pfeilern, Säulen und Türkonstruktionen dienten. Eine Bearbeitung des roten Granits war nur mit dem noch härteren Basaltgestein Dolerit möglich. Die ursprünglich scharfkantigen Gesteinshämmer wurden genutzt, bis sie teilweise verrundet waren, wie auch ein Video im Besucherzentrum demonstriert. Die Freilegung der Obelisken mit Hilfe von Gräben und der abschließende Abtransport erforderten bei den damaligen technischen Möglichkeiten genaue Planung und einen hohen Arbeitsaufwand. Hauptattraktion der ehemaligen Steinbrüche ist ein unvollendeter Obelisk, der mit einer Höhe von über 41 Metern auf einer Basis von gut 4 mal 4 Metern sowie einem Gewicht von knapp 1200 Tonnen bei der Fertigstellung der größte Obelisk des Altertums gewesen wäre. Risse im Material sollen zur Einstellung der Arbeiten geführt haben. Der untere Teil des Obelisken ist immer noch mit dem Fels, aus dem er geschlagen wurde, verbunden. Abschließend genießen wir nochmals den schönen Rundblick, der sich vom höchsten Punkt des Geländers über die altägyptischen Steinbrüche ergibt. Danach bringt uns der Bus parallel zum Nil weiter nach Süden und wir überqueren die alte Staumauer des Jahres 1902. Nach einer Fahrt entlang des Zwischenstausees erreichen wir schließlich den 1971 fertiggestellten Assuan-Hochdamm. Bald erreichen wir die Krone der alten Staumauer, deren Ziel es war, die Wassermassen des Nils beim jährlichen Hochwasser zu regulieren. Dann nähern wir uns dem neuen Staudamm, dessen Bau ab 1960 zum Zwecke der Stromerzeugung sowie zur Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen begann. Ein 111 Meter hoher und 3,8 Kilometer langer Damm staut den Nil zum riesigen Nassersee auf, der 500 Kilometer lang bis in den Sudan reicht. Etwa 100.000 Menschen, hauptsächlich Nubier, mussten für das Projekt umgesiedelt werden. Nach Norden hin eröffnet sich der Blick auf den kleineren Stausee zwischen altem und neuem Damm. Nun bringt uns der Bus wieder zurück Richtung Assuan und wir überqueren nochmals den kleineren Staudamm, um anschließend einen Motorbootausflug auf dem Zwischenstausee zu unternehmen. Ziel der Tour ist der Isis-Tempel auf der Insel Philae. Die ursprüngliche Insel Philae wurde nach 1902 mit der Fertigstellung des alten Assuan-Staudamms teilweise von dem künstlich angelegten Stausee überspült. Nach dem Bau des Assuan-Hochdamms drohte die Gefahr, dass ein ständiger Zu- und Abfluss des Wassers zwischen den beiden Staumauern die Fundamente der Tempelanlagen ausgewaschen hätte. Deshalb vollzog man zwischen 1977 und 1980 den Umzug auf die nordwestliche Nachbarinsel Agilkia, die unter Berücksichtigung der Topographie von Philae umgestaltet wurde. Die Tempelanlage wurde in mehr als 37.000 Blöcke zersägt und originalgetreu wieder aufgebaut. Der Legende nach ist Philae der Platz, an dem Isis das Herz ihres Mannes Osiris fand, nachdem sein Bruder Seth ihn umgebracht und die Teile im ganzen Land versteckt hatte. Letztlich fanden Isis und ihre Schwester alle verstreuten Teile Osiris und setzten seinen Leichnam wieder zusammen. Nachdem Osiris sich jedoch für das Jenseits entschieden hatte,
wurde Isis im göttlichen Austausch schwanger und brachte den Gott Horus zur Welt. Nach einem beeindruckenden Aufenthalt ist es nun aber an der Zeit, wieder einen Blick auf den Stausee zu werfen und zur Rückfahrt in die Motorboote zurückzukehren. Nach der hochinteressanten Bootstour kehren wir per Bus zu unserem Schiff zurück, wo wir uns eine angemessene Mittagspause redlich verdient haben. Das Nachmittagsprogramm beginnt mit dem Umstieg in ein Segelboot, das uns zunächst zum Botanischen Garten auf der Kitchener-Insel bringt. Danach geht es per Motorboot durch das unter Naturschutz stehende Gebiet des ersten Nilkatarakts, bis wir der Wohnung einer nubischen Familie einen interessanten Besuch abstatten. Eine kurzweilige Rückfahrt mit Ausblicken auf Assuan bringt uns zu unserem Ausgangspunkt zurück. In unmittelbarer Nähe unseres Schiffes steht bereits eine Felucke für die nächste Unternehmung bereit. Die Insel, der wir uns nun nähern, ist nach Herbert Kitchener, dem ehemaligen Vizekönig von Ägypten und Sudan, benannt und beherbergt ein tropisches Pflanzenparadies, das für einen gemütlichen Spaziergang geradezu prädestiniert ist. Mindestens genauso interessant wie die tropischen Pflanzen sind jedoch die Begegnungen mit den überaus freundlichen und aufgeschlossenen ägyptischen Schulkindern. Deutlich ruhiger geht es bei den abschließenden Blicken auf die zauberhafte Nillandschaft zu. Die folgende Etappe wird per Motorboot zurückgelegt und führt zunächst durch die typische Szenerie des Nilufers. Bald verengen sich jedoch die Schifffahrtswege und wir fahren in den unter Naturschutz stehenden Bereich des ersten Nilkatarakts ein.
Der nächste Halt dient dem Besuch einer typisch nubischen Wohnstätte direkt am Ufer des Nils. Die Nubier sind ein im südlichen Ägypten und Sudan beheimatetes nilo-saharanisches Volk, die ihre architektonisch interessanten und geschmackvoll in die Landschaft integrierten Häuser gerne für Besucher öffnen. Krokodile dienen nicht nur als Ausstellungsstücke, sondern sind auch beliebte Haustiere. Schließlich treten wir wieder den Rückweg zum Motorboot an und lassen einen ereignisreichen Tag geruhsam ausklingen.